Schon möglich, dass AfD-Vertreter das Wahlergebnis vor 8 Tagen als Märchen beschreiben, aber sicher nicht so. Der Düsseldorfer Bildhauer Jacques Tilly zeigt Alice Weidel als böse Hexe aus Hänsel und Gretel. Hey Leute, das ist echt der Gipfel der Frechheit. Der Deutschlandkurier hat es bereits aufgegriffen und wir sehen es genauso. Ein Karnevalswagen zeigt Alice Weidel als hässliche Hexe mit einer Hakenkreuzbrezel in der Hand. Und das Ganze von unseren Zwangsgebühren finanziert. Der WDR schmeißt eine 6-stellige Summe raus, um politische Gegner durch den Dreck zu ziehen. Aber wenn es gegen die AfD geht, dann ist ja plötzlich alles erlaubt. Wir schauen uns genau an, was der Deutschlandkurier dazu sagt und warum das ein handfester Skandal ist. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das noch als Satire seht oder ob hier eine rote Linie überschritten wurde. Auf geht's! Schon möglich, dass AfD-Vertreter das Wahlergebnis vor 8 Tagen als Märchen beschreiben, aber sicher nicht so. Der Düsseldorfer Bildhauer Jacques Tilly zeigt Alice Weidel als böse Hexe aus Hänsel und Gretel. Aber die Außenpolitik prägt seine Arbeit an den Motivwägen dieses Jahr besonders. Jetzt geht es tatsächlich um den Erhalt und die Verteidigung der Werte, die uns wichtig sind. Es geht um die offene Gesellschaft, die Pressefreiheit, die Meinungsfreiheit, der Pluralismus. Meine Lieben, über Geschmack lässt sich nicht streiten, heißt es im Volksmund, aber ich glaube, wir sind uns einig, dieser Düsseldorfer Karnevalswagen geht gar nicht. Er geht eh nicht und er geht aber vor allen Dingen nicht, weil er finanziert wurde von euren Zwangsgebühren. Unter anderem darüber müssen wir sprechen und dann begrüße ich euch beim Deutschlandkurier. Mottowagen mit politischer Ausrichtung, das ist auf dem Karneval nichts Neues, das gab es im Grunde schon immer und das ist auch völlig okay. Aber nochmal, dieser Wagen geht einfach zu weit meines Erachtens. Wie ist eure Meinung? Schreibt es gern in die Kommentarspalte. Aber lasst uns das Foto mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben hier ein Hexenhäuschen, da steht AfD drauf und TikTok und YouTube und Instagram. Das soll darauf hinweisen, dass die AfD da in den sozialen Netzwerken ziemlich stark ist. So, dann kommt da eine Hexe heraus, muss da auch noch Weidel auf dem Arm stehen, als ob man das nicht weiß. Eine hässliche Hexe mit einer Warze auf der Nase und schlechten Zähnen. Ja gut, so werden Hexen halt dargestellt. Aber dann kommt es eben mit dieser Hakenkreuz-Brezel, die Alice Weidel da in der Hand hat und mit der sie 2 Erstwähler verführt. Und nochmal, meine Lieben, wenn das jetzt das Privatvergnügen von irgendjemandem wäre, dann wäre es auch geschmacklos. Ich würde aber noch sagen, okay, komm, scheiß drauf, ist halt sein Privatvergnügen. Aber ich möchte euch mal etwas vorlesen aus der Rheinischen Post. Oder vielleicht fange ich mal einen Schritt früher an. Die Rheinische Post, auch ein Livestream-Medium, berichtet rein sachlich über diesen Wagen. Also keine Spur der Kritik. Düsseldorf. Am Rosenmontag fährt AfD-Chefin Alice Weidel als rechtsextreme Verführerin der Erstwähler durch Düsseldorf. Auch die Wahlverlierer bekommen ihr Fett weg. Die beiden Mottowagen wurden vorab, das ist noch entscheidend, in der Fernsehsitzung gezeigt. Dann geht es weiter mit dem Menschen, hier sehen wir ihn, der diesen Wagen gebastelt hat. Ein Bildhauer, der sich Jacques Tilly nennt, vielleicht sogar so heißt, ich weiß es nicht. Die Rheinische Post schreibt, was Jacques Tilly von der AfD hält, ist bekannt. Tja, wie gesagt, es ist und sollte das Privatvergnügen sein. Mich interessiert es überhaupt nicht, was dieser Vogel von der AfD hält. Und wenn, dann soll das bitte alles, ich sag's nochmal, privat finanziert werden. So, nun kommen wir zu der Finanzierung und da stehen auch die einzigen beiden kritischen Worte der Rheinischen Post. Sie schreibt starker Tobak über diesen Weidelwagen. Starker Tobak, mit dem auch die neue Führung des Karnevalskomitees
einmal mehr den Düsseldorfer Führungsanspruch unter den politisch bissigen Karnevalisten im Land deutlich machen will. Und jetzt kommt's. Gezeigt wurde der Wagen an diesem Samstagabend im Rahmen der Fernsehsitzung. Ein Entgegenkommen des CC an den WDR, der eine sechsstellige Summe an die Narren überweist. Hintergrund: die TV-Sitzung leidet unter starkem Zuschauerschwund und sollte mit Mottowagen, die sonst bis zum Umzug streng geheim gehalten werden, attraktiver gemacht werden. Ob der Plan aufgegangen ist, wird sich zeigen. Also, nur nochmal, damit das auch alle verstehen. Da gibt es eine Karnevalssendung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die will keine Sau sehen. Für die interessiert sich keine Sau. Beziehungsweise die Einschaltquoten sind massiv eingebrochen. Und um die wieder hochzubringen, zahlt der WDR eine sechsstellige Summe an diese Hetzer. Und ihr wisst es ist euer Geld. Die haben kein eigenes Geld. Die haben nur das Geld, das sie von euch gestohlen haben über die Zwangsgebühren. Dieser Skandal wird hoffentlich ein Nachspiel haben. Mein Kumpel, der Rechtsanwalt Markus Heinz, schreibt auf X: Hakenkreuz am Rosenmontag in Düsseldorf. Ich habe Strafanzeige erstattet. Die Linkssozialisten etablieren das Hakenkreuz der Nationalsozialisten wieder im Alltag auf deutschen Straßen. Die Darstellung von Alice Weidel als Hexe, die Erstwähler ein Hakenkreuz überreicht, geht mal wieder zu weit. Aber natürlich dürfen Linke das Hakenkreuz missbrauchen, um damit Politik zu machen. PS: Freundlicherweise hat mich dieses Mal jemand damit mandatiert, eine Strafanzeige zu stellen. Danke dafür. Ich kann die ganzen Absurditäten nicht dauerhaft auf eigene Kosten zur Anzeige bringen. Ja, das ist verständlich. Nun gab es in der Kommentarspalte auf X, übrigens folgt uns unbedingt auf X, dem Deutschlandkurier und auch mir persönlich, gab es auch ein bisschen Kritik. Da schrieb zum Beispiel einer: Das Hakenkreuz ist nicht das Problem, es ist lächerlich, in einer Demokratie Symbole zu verbieten. Das eigentliche Problem ist, dass andere Leute für die Verwendung des Hakenkreuzes kriminalisiert werden. Darauf Markus Heinz: Genau darum geht es, Doppelstandards. Und dann möchte ich euch auch mal einen Doppelstandard erzählen, einen absolut wahnsinnigen. Mein Kumpel, der Islamaufklärer und Journalist Michael Stürzenberger, hat, das war glaube ich damals auf PI News, einen Artikel geschrieben über das damalige Treffen des Großmuftis von Jerusalem, also einem Moslem, und ich weiß nicht, ob es Himmler war oder Hitler, keine Ahnung, habe ich jetzt vergessen. Da standen im Hintergrund ein paar SS-Leute und man sah dann da die SS-Ruhen. Dafür ist er verknackt worden. Für einen journalistischen Artikel. Ja. So, dann hat noch ein Kollege von Markus etwas kritisiert, der schrieb, das ist eindeutig nicht strafbar. Wollen wir wirklich in einem Land leben, in dem Karnevalswagen strafrechtlich verfolgt werden? Nun, wir wollen vor allen Dingen in einem Land leben, in dem es keine Doppelstandards mehr gibt. Wenn das Hakenkreuz erlaubt ist, dann bitte für alle und nicht nur für die Linksextremen. Meine Lieben, haut rein, was weiter und bis später. Also ganz ehrlich, das ist einfach nur abartig. Man kann über Karneval sagen, was man will. Aber das hier, das hat nichts mehr mit Satire oder Kunst zu tun. Das ist reine Hetze, finanziert mit unserem Geld. Eine Karikatur, die Alice Weidel als Hexe darstellt, mit einer Hakenkreuzbrezel in der Hand. Wer soll das bitte lustig finden? Das ist keine Provokation mit Augenzwinkern, das ist gezielte Diffamierung. Und jeder weiß genau, was mit so einer Darstellung bezweckt wird. Ich sag's, wie es ist. Das ist eine bodenlose Frechheit und zeigt wieder mal, wie tief der öffentlich-rechtliche Rundfunk gesunken ist. Man sieht hier ganz klar, mit welchen Mitteln gearbeitet wird, um politische Gegner zu diffamieren. Wer so etwas feiert, hat den Anspruch auf eine faire politische Debatte längst aufgegeben. Was denkt ihr darüber? Schreibt es mir in die Kommentare. Findet ihr das noch witzig oder geht das einfach zu weit? Lasst ein Like da, wenn ihr diese Doppelmoral auch nicht mehr ertragt, und abonniert den Kanal für mehr Klartext. Bis zum nächsten Mal.